Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er ist nicht nur Buchautor, sondern auch Standardspezialist und Fußballtrainer-Ausbilder. Seine Expertise ist eine ganz spezielle, nämlich es geht um Standards. Andreas Schumacher ist bei uns, der Co-Trainer des 1. FC Magdeburg. Hallo Andi. Hi, grüß dich. Warum hast du dich den Standards verschrieben? Oh, wow. Einfach gesagt ist es für mich relativ einfach, daraus Torchancen zu kreieren. Wir sind schon super nah dran. Wir sind nur einen Pass entfernt von der aktuellen Torchance. Und das macht es super reizvoll. Es ist kontrollierbar, es ist standardisiert. Also der Dampf ist ein bisschen raus aus der Spielsituation und wir können einfach erstmal uns die Situation so zurechtlegen, wie wir es haben wollen. Ja. Du referierst über Einwürfe ganz speziell, 90 Minuten am Lehrgang vom Bund Deutscher Fußballlehrer. Was machen wir Amateurtrainer bis hin in die Bundesliga alles so am allermeisten falsch bei Einwürfen? Am allermeisten falsch ist eine fiese Frage. Ich hoffe, dass jeder sehr akribisch ist und versucht, das Spiel bestmöglichst zu spielen und zu gewinnen. Aber ich denke, was man häufig sieht, ist einfach, dass der Einwurf wirkt, als wäre er ein Mittel zum Zweck, das Spiel wieder neu zu starten. Das heißt, diese Intention, wir wollen daraus wirklich was zu kreieren, ist nicht systematisch bei einem Team über jeden Einwurf zu sehen, sondern man hat den Eindruck, dass es meistens schon als Erfolg gesehen wird, aber wenn wir in Ballbesitz bleiben, wo ich mir ein bisschen an den Kopf fassen muss, weil in jeder anderen Situation, wo mein Ballbesitzer keinen Druck auf den Ball erfährt, ist das so unser Standard, das ist das Normal. Und wir müssten dahin kommen, dass es einfach normal ist, dass wir nach einem eigenen Einwurf erstmal im Ballbesitz sind und darüber hinaus auch versuchen, daraus was zu kreieren. Du hast einen ganz simplen Trick gezeigt, den man eigentlich fast gar nicht sieht, nämlich, dass man den Einwurf nicht aufrecht macht, sondern... Ach so, ja, natürlich ist das, erschwert es den Ballempfänger ungemein, wenn der Ball von oben in einer ungünstigen Kurve auf dich zukommt, um den zu verarbeiten. Deshalb frage ich mich immer, warum alle Spieler den Einwurf aufrecht machen. Also ein Ausfallschritt und ein Knie fast am Boden, weil die Regel besagt, ich muss beide Füße am Boden haben, ich muss auf oder hinter der Linie sein und ich muss mit dem Gesicht zum Spielfeld sein. Das heißt, gehe ich in einen Ausfallschritt, dann verringere ich die Wurfhöhe, kann gut und gern um 1 Meter sein, was es wiederum zur Ballverarbeitung viel einfacher für den ballempfangenden Spieler macht. Ja, ist relativ simpel, aber sehe ich so nirgends. Und dir ist es wichtig, die Einwürfe unter anderem eben nicht speziell auf den nächsten Gegner vorzubereiten, sondern als allgemeines Prinzip zu verankern innerhalb der Mannschaft. Wo sollen deine Einwürfe hin, damit ihr eben hinter die Abwehr kommt in den gefährlichen Raum zentral vom gegnerischen Tor? Ja, das ist ein Top-Hinweis für alle Trainer, wenn man es schafft, diese Einwürfe nicht als Standards zu sehen erstmal, nämlich für seine Trainingszeit dann für Standardopfern, sondern Einwürfe ist sensationell gut, um das Spielverständnis, um das Kreieren von Räumen, das Nutzen von Räumen, auch die Intention, wie komme ich in den Rücken der Abwehr zu implementieren, weil es eben aus einer Start-Stopp-Situation herausgeht und ich da aber mit meinen Spielern ganz viele Spielverständnisfacetten aktivieren kann in deren Gehirn und es aus dem Gesichtspunkt nutzen. So, ja, natürlich, wir wollen ins Zentrum kommen, weil da steht das Tor und da muss eben der Ball rein, um das Ding zu gewinnen und das gilt sonst auch im Spiel. Also umso mehr dann auch bei Einwürfen möchte ich das viel mehr nutzen. Also wenn wir zum Beispiel im Mittelfeld eigenen Einwurf haben, wie schaffe ich es dann in der Theorie, hinter die Abwehr zu kommen? Ja, in der Theorie beginnt alles mit der Position. So, ich kann nicht erwarten, dass jeder steht da, wo er gerade steht, der Ball ging ins Aus und von dort aus will ich was kreieren. Und das geht an alle Trainer da draußen. Hinterfragt euch einfach selber, wenn ihr eine Ecke verteidigt. Ne, da ist auf einem Bierdeckel vorgegeben, wer wo steht. Wenn ihr einen Abstoß von hinten raus kurz spielen wollt. Auch da, der Ball geht ins Aus, alle begeben sich auf ihre Position und dann spielt ihr den Abstoß kurz. Und so könnten wir alles durchgehen. Und wenn ich euch jetzt die Frage stelle, wissen eure Spieler, der Ball geht ins Aus, sagen wir an der Mittellinie, wo deren Ausgangsposition ist? Da bin ich sicher, dass hier 99 von uns sagen, nee. Und selbst die Spieler würden auch sagen, nee, ich bin halt da, wo ich bin und guck mal, was wir machen. Deswegen, alles beginnt mit der Position, bringt eure Spieler in Position, um das zu spielen, was ihr spielen wollt. Deine Spieler sind beim 1. FC Magdeburg im Schnitt unter 1,80. Wie oft trainiert ihr Einwürfe? Ja, ich priorisiere die Standards, ich bin dafür zuständig. Also das ist schon wöchentlich Thema. Ja. Und ein Tipp für Amateurtrainer, die im Bezirksliga-, Landesliga-Bereich arbeiten, wie kann ich diese Einwürfe eben in den Trainingsalltag integrieren? Ja, überlegt, was ihr sonst so macht und versucht es nicht als Konkurrenz zu anderen Inhalten zu sehen, sondern bestimmt gibt es zur Erwärmung Ballkoordination, das muss dann nicht immer am Fuß sein.
Das kann am Fuß sein, aber das kann jede eurer Passkombinationen, die ihr so macht, die können auch einmal mit einem Einwurf beginnen und dann in diese Passformation gehen. Dann wieder ein Chip zurück zum Einwerfer, da kriegt ihr den gleichen Rundlauf hin und ihr habt halt einen Wurf mehr. Und so ist ja die Intention, die ich auch hier mitgeteilt habe, gerade bei Standard. Es geht nicht darum, fürs Wochenende das vorzubereiten, sondern bestmöglich wollt ihr in der entscheidenden Saisonphase, dass eure Standards dann funktionieren. Also habt den Ende im Blick, denkt, was will ich in den letzten 4, 5, 6 Saisonspielen, dass es garantiert klappt und darauf arbeitet ihr hin. Und von der Bezirksliga zu den internationalen Profis, du hast die Europameisterschaft gezeigt. Was war da das Auffälligste zum Thema Einwürfe, was dir so sofort ins Auge gesprungen ist? Ja, das Auffällige ist erstmal, dass ich überall das Gleiche sehe, ob in der U13, ob in der Kreisliga oder in der Champions League, dass es überall die gleichen ungünstigen Muster gibt, um Einwürfe erfolgreich auszuspielen. Was es einlädt, das zu pressen. Ja, aber das Auffälligste ist, ich habe die 3 Situationen gezeigt, dass es auch negativen Output hat. Also es gab Top-Teams, Top-Nationen, die nicht nur aus Einwürfen dann nichts Eigenes kreiert haben, viel schlimmer noch, die haben dann den Ball verloren und ein Gegentor kassiert. Und bei allem, was man bei uns sehen kann in Magdeburg ist, wir hatten letzte Saison, glaube ich, 680 Einwürfe, haben kein einziges Gegentor kassiert aus Einwürfen. Wir haben die Quote in Ballbesitz deutlich erhöht, aber auch ich bin dabei für die kommende Saison, dass wir eben mal was initiieren da. Dann räum bitte zum Schluss noch mit den größten 2, 3 Mythen auf, die es so rund um den Einwurf gibt. Oh ja, der größte Mythos ist, den ich immer und überall höre, ist, der Gegner hat Einwurf, der ist ein Spieler weniger auf dem Feld. Ja, das mag faktisch stimmen, der steht außerhalb, aber ich habe den gleichen Mythos noch nie bei einer Ecke gehört. Ne? Da ist der Gegner auch ein Spieler weniger. Also das ist schon mal fatal, diese Annahme, weil der Spieler hat den Luxus, dass er nicht angegriffen werden darf, dass er relativ viel Zeit hat, 10, 15, 18 Sekunden, bis der Schiedsrichter mal ihn auffordert zu werfen. Und er kann gleichzeitig werfen und schauen, also er kann passen und schauen, also er ist eigentlich in voller Kontrolle der Situation. Das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil. Also das ist ein wahnsinniger Mythos. Ansonsten, das hat auch bestimmt die meisten der Trainer oder der Spieler selber schon mal gehört, erstmal wegbleiben. Also erstmal weg von dem Einwerfer, damit wir dann den Raum vor dem Einwerfer als Anspieloption nutzen können. Und das mag irgendwo Sinn ergeben, um erstmal im Ballbesitz zu bleiben, aber das ist natürlich maximal uninteressanter Raum, den wir da nutzen wollen, nämlich irgendwo an der Seitenlinie. Und wir wollen ja dahin kommen, dass wir möglichst interessanten Raum nutzen, nämlich den zentralen Raum, noch besser den vorm Tor, um da Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen. Dann herzlichen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Alles Gute für Magdeburg und für die neue Saison. Danke, Andi. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.